Heute zeige ich dir, wie du eine Tasche für deine FFP2-Maske nähst. Make a Mouth Sewing. Nähen mit der Maus. Die kannst du dir dann überall hinhängen, wo du willst und hast sie immer dabei. Das Schnittmuster findest du auf meiner Webseite, die ich dir unten in der Infobox verlinke. Als Stoff empfehle ich dir Stoff mit etwas Stand, zum Beispiel Canvas, Jeans oder verstärkte Baumwolle. Für die FFP2-Maskentasche benötigst du zweimal das Innenteil gespiegelt, einmal das Außenteil. Verstärke dieses, wenn der Stoff sonst zu wenig Stand hat. Außerdem brauchst du noch ein 6 x 6 cm großes Quadrat, 2 Rechtecke aus Außenstoff und 2 Rechtecke aus Innenstoff, einen 25 cm langen Reißverschluss und falls gewünscht einen Karabiner oder etwas anderes zum Aufhängen. Biege die Nahtzugabe von 1 cm des Quadrates rechts und links nach innen und halbiere dieses dann noch. Die rechte Seite liegt dabei außen. Stecke es mit Klammern fest und steppe es knappkantig rechts und links ab. Stecke jeweils ein Rechteck für außen und innen an ein Reißverschlussende. Die rechten Seiten schauen zum Reißverschluss. Nähe es mit 1,5 cm Nahtzugabe an. Schneide dann die Nahtzugabe zurück und biege das Rechteck nach außen. Stecke den Reißverschluss rechts auf eine Außenteilrundung. Wenn du Probleme beim Stecken hast, könntest du den Reißverschluss einschneiden, damit er sich besser um die Rundung legt. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe an. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Am Schieber angekommen, steche ich die Nadel in den Stoff, hebe das Füßchen und ziehe den Schieber nach hinten. Senke das Füßchen und nähe weiter. Jetzt stecke ich das Innenteil rechts auf die Rückseite des Reißverschlusses. Das Innenteil sollte jetzt auf dem Außenteil liegen. Nähe es wieder mit 1 cm Nahtzugabe an. Beim Zusammennähen nähst du auf der Naht vom Außenteil. Jetzt stecke ich die andere Rundung rechts auf die andere Seite des Reißverschlusses. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe, genauso wie auf der anderen Seite. Dann drehe ich das Teil um und stecke die Innenseite rechts auf die Rückseite des Reißverschlusses.
Nähe auch dieses wieder mit 1 cm Nahtzugabe auf die Naht vom Außenteil an. Der Reißverschluss muss jetzt beim Nähen geöffnet werden. So sieht das dann genäht aus. Jetzt steckst du dir das Innenteil und das Außenteil aufeinander. Die rechten Seiten liegen dabei innen. Achte beim Reißverschlussstück darauf, dass dieses in Richtung Innenteil gebogen wird. Nimm dir das einzelne Teil und biege es zu einer Schlaufe. Wenn du willst, kannst du noch einen Karabiner auffädeln. Stecke die Schlaufe zwischen eine Seite des Außenteils. Nähe die Tasche dann mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Je größer diese ist, desto leichter tust du dich beim Wenden. Verriegle bei Wendeöffnung immer den Nahtanfang und das Nahtende. Biege die Nahtzugaben auseinander und schneide sie zurück, außer an der Wendeöffnung. Schneide, falls noch nicht geschehen, die Rundungen ein. Wende die Tasche auf rechts. Forme die Ecken schön aus. Jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Das kannst du mit der Nähmaschine oder mit der Hand machen. Verwende dafür ein farblich passendes Garn. Meines ist nur schwarz, damit man es besser sehen kann. Fertig ist die Tasche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch noch schnell einen Daumen nach oben, kommentiere das Video und abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Tschüss!